Okidoki, ne? Wir sind, Ja, bitte, komm, mach du. du bist doch der Content Creator. Mach du doch das Intro. Ja, aber du bist doch hier der Chef. Jetzt gibt's gleich Ärger hier. Jetzt Ja, fängt das siehst an. du. Nee, hau raus. Erzähl mal den Leuten, was wir hier machen. Wer hier der Gast von wem ist, Mhm. wer das Studio eingerichtet hat. Kannst du auch gerne auf Brasilianisch starten. Ja? Kannst du zweisprachig machen, kannst du auf Englisch machen. Also Perfekt. schieß mal raus. Hauptsache wir starten und bekommen dann irgendwann Feierabend. Ne? Super, genau, richtig. Es geht heute. Nee, ich bin super motiviert und ich habe vorhin schon gesagt, so, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die Ohren blutig rede, aber Den Rahmen sprengt sozusagen. Ne? ja. Nee, aber Leute, super cool, dass ihr euch das heute mal anschaut. Ne? Wir sind wieder zurück auf euren Screen. Baugefühle. Dein Podcast für Projektwissen mit Unterhaltung rund um den Bau. Und manchmal auch mehr. Und sind jetzt im Prinzip beim letzten Teil. Ne? Das ist ein bisschen Bonus, was wir jetzt heute besprechen. Und zwar genau richtig. Es ist ja im Prinzip ein Training für mich, für euch, um euch beziehungsweise einen Einstieg zu zeigen, worum es überhaupt geht, wenn man als Quereinsteiger zum Projektsteuerer in der Baubranche, ja, wenn man darauf Lust hat und wenn man diesen Einstieg machen möchte. Ne? Richtig. Und das ist wirklich einfach ein Einblick, ein grober Einblick. Mhm. Es geht noch viel tiefer in die Materie. Wir haben natürlich auch noch zusätzlich Seminare, die wir anbieten. Richtig. Individuelle Coachings kann man von Brixner Design auch beauftragen. Und wir bieten es natürlich dann auch kostenpflichtig online an. Alle Infos stehen natürlich dann auf unserer Webseite und auch auf den bekannten Social Media Accounts. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ne, wir haben ein bisschen Bonusmaterial heute, Bonusthemen, ne, die wir besprechen wollen. Ja, Bonusthemen oder einfach auch so an was wir arbeiten auch, womit wir auch unser Spektrum erweitern wollen. Mhm. Genau, also solche Sachen. Also da haben wir genug. Soll ich mal loslegen oder? Ja, genau. Erzähl du doch mal Oder ein bisschen aus dem Nähkästchen. hast du spezifische Fragen so? Ja, erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich meine, was bewegt dich so ein bisschen tagtäglich bei der Arbeit? Was gibt es so ein bisschen Neues, wo du zu tun hast? Ne? Was vielleicht auch interessant ist, was ja auch das Thema Projektsteuer. Ja, also es ist ein gutes Stichwort. Tagtägliches, was uns widerfährt an der Arbeit, auch sage ich mal, den Punkt der Zeit zu treffen. Ne? Und das ist ja immer so ein Thema. Du kannst ja natürlich zu Projektmanagement auch einfach Bücher holen und dann über diese Bücher erlernen, ja, und dann in die Praxis gehen, ja. Und die Frage ist immer, wie alt sind die Bücher, wie aktuell sind die Bücher, wie viel aus der Praxis ist da mit drin, ja. Wenn du anfängst, also ich kenne das ja selber, wenn du anfängst, so ein Buch zu gestalten, die Inhalte zu gestalten, wie praxisnah kriegst du das hin und wie baust du die theoretische Säule auf, sodass du einen Abgleich zur praktischen Säule schaffen kannst. Und da finde ich immer Online-Seminare super. Also Online-Seminare mit einem Member-Bereich finde ich immer super, weil du einmal dieses Thema Community hast. Du hast das Thema Hotline, vielleicht auch eine WhatsApp-Gruppe oder so. Es kommt immer auf das Paket an, was man dann bucht, ne? Also, wo du dann auch wirklich Feedback holen kannst, ne? Über die Community oder über die Hotline in deinen Member-Bereich. Finde ich immer sehr cool. Und was ich auch gut finde, ist, das Online-Seminar hat so eine Grundstruktur. Also du hast so eine Grundstruktur über Module und hast dann aber auch wieder Neuerungen, die dann da eingebracht werden. Also Uploads, Neuerungen. Vielleicht heißt auch Seminar, was weiß ich, wie werde ich zum Projektsteuerer 2025 in 2025. Und dann gibt es vielleicht auch ein Aufbauseminar, was hat sich geändert in 2030 oder sowas, ja. Noch cooler ist es dann natürlich, wenn du dann wiederkehrend dann auch einen Kanal hast, wo dann eingespielt wird vom Seminaranbieter, also von uns dann in dem Fall, hey Leute, es hat sich hier was geändert, es gibt hier Neuerungen. Wenn die Neuerungen natürlich klein sind, dann gibt es sie mit Sicherheit immer kostenfrei, so, ja, wenn es dann irgendwelche größeren Änderungen gibt, wo auch dann dahinter steht ja auch viel Arbeit, ja, viel Recherche, viel auch Reflexion auch, wie haben wir die letzten Jahre verbracht oder die letzten Wochen verbracht mit Neuerungen, ne? Neue gesetzliche Themen oder sowas. Das spielen wir dann auch gerne ein und ich liebe das selber auch, also ich selber buche auch sehr viele Online-Seminare zu verschiedenen Themen, gerade hier Podcasts oder sowas, ne? Auch sowas. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn der Anbieter da auch dann Neuerungen reinbringt. Ne? Also so ein Thema super, deswegen arbeiten wir daran. Mir fällt übrigens gerade was auf. Ja. Wir haben die ganze Zeit von Modulen gesprochen. Sind ja auch Module irgendwo. Ja. Aber es sind natürlich auch Folgen, ne? Wir haben hier Podcast-Folgen, Videocast-Folgen, ja, klar. die wir euch die ganze Zeit vorstellen. Also die Module sind dann eher in den Online-Seminaren. Ne? Da spricht man dann eher von Modulen. Ne? Und da gibt es dann auch dieses Modul-Bonusmaterial.
Vielleicht gibt es auch ein ganz neues Modul. Das müssen wir jetzt einfach mal schauen, was dann da noch on top kommt. Ihr könnt das auf jeden Fall bei uns anfragen, was gibt es, zu welchen Preisen. Wir werden auch immer wieder Aktionen machen. Wir werden auch immer wieder Kampagnen machen, wo wir einfach auch auf gewisse Zielgruppen auch eingehen. Ja. Jetzt aktuell haben wir ja auch das Thema, wie Architekten mit Consulting ihr Leistungsspektrum erweitern können. Ja. Jo. Also Architekt und Consulting ist ein Thema, finde ich super, finde ich auch spezifisch, ja. Kann ich auch persönlich sehr viel mit anfangen und auch persönlich sehr viel mit einbringen. Und wir arbeiten auch mit vielen Spezialisten zusammen, die wir dann auch peu à peu auch in die Aufnahmen mit reinholen werden. Wenn ihr Spezialisten kennt, die wir auch wieder einladen können für Interviews und so weiter. Immer gerne. So erweitern wir das Spektrum und so können wir auch der Community viel beibringen. Also, was haben wir am Bonusmaterial, an dem wir gerade arbeiten oder was wir auch fertiggestellt haben, was wir auch bereitstellen? Das sind Themen wie zum Beispiel Einsparpotenziale. Einsparpotenziale ziehen immer, ne? Oder? Also sparen möchte jeder, oder? Also ja, genau. Ich würde gerne weniger für das Haus zahlen, was wir gekauft haben. So, und mit dem Thema kannst du immer punkten, ja, also ob du Projektsteuerer bist, Planer bist, völlig Wurst. Du kannst jedes Mal, wenn du irgendwo in einem Projekt bist und eine Idee hast, wie man Kosten einsparen kann, kannst du immer punkten, ja, und auch dann für dich einen Mehrwert schaffen. So. Und darum geht es ja auch am Ende des Tages. Ne? Hier haben wir das Thema Prognosen, ja, also wie verändert sich der Markt, wie verändern sich die Kosten, also auch das ist ein Thema, an dem wir dranbleiben werden. Wir werden Spezialisten befragen dazu, wir werden Interviews dazu machen. Wir haben teilweise auch schon Content dazu erstellt. Und wenn ihr auch da Ideen habt, wen wir dazu befragen können oder wenn ihr selber auch als Gast dazu was erzählen wollt, meldet euch bei uns. So, wir sind dankbar, weil alles, was wir auch der Community bereitstellen können, ist einfach ein Mehrwert für alle und bringt auch, sag ich mal, dem Algorithmus wieder was, ne? Weil der Algorithmus auch wieder sieht, okay, da gibt es Verlinkungen über verschiedene Podcast-Kanäle oder Videocast-Kanäle oder über verschiedene Webseiten, die wieder zu uns verlinken. Und das ist einfach unheimlich wichtig, um einfach auch das Thema groß zu machen, die Community groß zu machen und dann wird es immer besser und alle können immer mehr davon profitieren. So. Jo, was haben wir noch? Wir haben das Thema Kosten, haben wir viel behandelt. Wird auch ein eigenes Modul oder ein eigenes Seminar geben über Kosten. Ja. Was wir da jetzt noch wenig behandelt haben, ist das Thema Mittelabfluss. Also auch das werden wir nochmal speziell eintauchen. Wie ist so ein Mittelabfluss darzustellen und was betrifft alles so ein Mittelabfluss? Welche Arbeitsmittel brauche ich, um einen Mittelabfluss darzustellen und was sind so die Punkte, die auch aktuell Unternehmen beeinflussen, ne? Zum Beispiel auch Budgetreservierung und so weiter und so fort. Warum ist das so wichtig? Ja, weil das auch Geld kostet. Du kannst nicht einfach 1 Million einfach irgendwie rumliegen lassen. So, ne? Ja. Deswegen musst du wissen, was wird abgerufen im nächsten Jahr und so weiter. Unheimlich wichtig, wann ist da Redaktionsschluss und so weiter. Also das sind alles Themen, die im Projektmanagement, in der Projektsteuerung unheimlich wichtig sind und je besser wir da zuarbeiten können, desto glücklicher sind dann nachher auch die Auftraggeber, die Kunden. Ja. Wenn wir gerade dabei sind bei dem Thema, ist es auch das Thema Rechnungsprüfung. Ja. Also da werden wir auch nochmal viel spezifischer eingehen. Wir haben Kunden, die extrem hohen Wert auf die Qualität der Rechnungsprüfung legen. Ja. Das hat unterschiedliche Auswirkungen. Wir hatten Kunden, dem war es unheimlich wichtig, dass wir rechtzeitig bezahlen. Es gibt Kunden, die unheimlich viel Wert darauf legen, dass wir möglichst lang den oder die Aktivierung der Zahlung herausschieben. Das musst du überlegen. Ja, manche Konzerne, die setzen hohe Zahlungsziele, damit finanzieren die Zulieferer eigentlich den Konzern. Die müssen damit nicht zur Bank gehen. Das ist völlig irre. Ja, es ist auch immer so eine ethische Frage, ob man das unterstützen will oder nicht. Ja, manchmal hat es auch strategische Vorteile für Projekte. Das muss man alles abwägen. Wichtig ist einfach, dass man lernt, damit umzugehen. Ja, und auch im Gespräch mit dem Auftraggeber damit umzugehen. So. Baugefühle. Dann haben wir das Thema Verhaltensregeln. So, ja. Also wie verhalte ich mich bei einem Kunden? Wie verhalte ich mich in der Branche? Wie verhalte ich mich unter Dienstleistern? Wie verhalte ich mich auf der Baustelle? Also auch das Thema werden wir betrachten in verschiedenen Situationen, weil du wirst gezwungenermaßen als Bauprojektsteuerer oder Manager oder Bauprojektleiter, ne, wirst du einfach in verschiedene Situationen dich verschieden verhalten müssen. So, und das musst du wissen, wie. Ja. Siehst du, duzt du, wie trittst du auf? Läufst du mit einem weißen Hemd rum, läufst du mit einem T-Shirt rum und so weiter. Ne? Also auch solche Themen sind unheimlich wichtig. So, ja? Auch Verhaltensregeln in der Kommunikation. Ich kenne Auftraggeber, ich kenne einen bestimmten Investor,
der hasst es, wenn du die E-Mail mit Hallo beginnst. Ja, da bist du bei dem, das ist ja wohl. da bist du bei dem unten durch. Ja, so. Ja, gut, Ja, da kann jetzt jeder sagen, ja, solche Auftraggeber will ich nicht. Ne? Aber wenn es ein guter Auftraggeber ist, auch sowas abzuführen beim Kennenlernen ist wichtig. Genau. Dann schreibst du halt guten Tag, ist doch wurscht. Kannst auch in deine E-Mail, du kannst in deine Signaturvorlage, kannst auch schon guten Tag reinhauen. Dann kannst du die Signaturvorlage Kunde X machen, ja, baff, dann brauchst du gar nicht mehr dran denken, ist das Thema erledigt. Aber wichtig ist ja, dass du das abfragst, ja, dass du deine innerliche Checklist hast, die du von uns als Vorlage bekommst. Es gibt ja Leute, ne, genau, die wollen einfach immer das machen, so wie sie es gerne machen. Und sagen, es ist mir völlig egal, was andere denken. Weil das ist meine Art und Weise. Ne? Ja. Aber Karl Lagerfeld, das sagt, friss oder stirb. Ne? ja gut. Oh, du hast auch also, ich meine, es ist schwierig, ne? Weil ich glaube, man will ja auch sich erhalten. Ne? Gerade so als Unternehmer möchtest du auch deine Stimme durchsetzen. Auf der anderen Seite geht es ums Geschäft, es geht ums Geld. Und ja, ich möchte auch einfach klar machen, dass du in Dienstleister mit hier bist. Ja, so. Ja. Und dann musst du schon gucken, wo kommt der Takt her. So, ne? Und es gibt so Grundaussagen, der das Grundstück hat das Sagen oder der das Geld hat das Sagen. Ja? Und das ist nicht ohne so. Ja? Und das sind einfache Themen, die tun nicht weh. Wenn du die beachtest, hast du einfach ein höheres Ansehen. du sagst es ja abfühlen einfach. Abfühlen. Genau. Und einfach, du einfach oder einfach wissen, dass es die Möglichkeiten gibt. Es ist ja kein Zwang. Ja? Ich gebe einfach diese Tipps mit, auch Wording-Themen. Ne? So, natürlich gebe ich mich in einem Podcast ganz anders, ja, oder vielleicht auch anders, wie wenn ich jetzt beim Kunden am Tisch sitze oder sowas, ja. Also auch das ist wichtig. Aus dem Vertriebsseminar habe ich mal mitgenommen, in einem Beispiel, da hat jemand, war in einem Verkaufsgespräch, ja, ist dann rausgegangen zum Auto, ist mit dem Auto 50 Meter gefahren und hat dann angehalten am Busch und hat dann erstmal die Blase entleert, so, ja, hat dann da reingepinkelt, ja, hat noch eine Zigarette geraucht und ist dann ins Auto und weitergefahren, so, ja. Am besten hat er noch die Zigarette so da irgendwie in den Busch geschnipst, so, und diese Grünanlage ist aber noch Teil der Firma gewesen, so, ja. So, und dann sitzen da oben die Einkäufer und gucken dem zu, sehen erstmal, okay, was er für ein Auto hat, dann steigt er da auf einmal aus und pinkelt da noch auf Firmengelände hin oder sowas, ja. Was macht das für einen Eindruck, so, ja? Da bist du durch als Verkäufer, so, ja. Das Gleiche gibt's natürlich auch als Dienstleister, wenn du irgendwo im Projekt bist. Wie verhältst du dich gegenüber auch anderen Leuten? Ja? Google hat zum Beispiel auch Leute abholen lassen per Taxi und hat dann die Taxifahrer befragt, wie der sich dem Taxifahrer gegenüber verhalten hat. Ja? Das ist ja Next Level schon. Das ist Next Level. So, ja, und deswegen dein Kundenauftritt, der fängt an, wenn du deine Haustür verlässt. Ab dann kannst du unter Beobachtung sein. Auch natürlich in den öffentlichen Medien, so Social Media und so weiter. Ne? Also von daher, sei ehrlich, sei wie du bist, ja, sei authentisch, ja, klar, das ganze Thema, aber entsprech auch dem, der du sein willst oder sein solltest als Dienstleister. Den Erwartungen vom genau. vom Kunden. Also, ja, vielleicht andersrum ist es dann auch so, okay, welche Kunden willst du eigentlich haben? Ne? Also auch das ist auch wieder ein Thema. So, ne? Das Ganze hat damit zu tun, dass du dich in einem gewissen Bereich befindest, den man so im Jargon People's Business nennt. Ne? Ja, und das hat auch wieder viele Ausläufer. Ja, wen kaufst du ein? Also einkaufen. Ne? Also welchen Bieter holst du dir her? Ne? Ich hatte ja mal erzählt, machst einen Beauty Contest. Welche Planer holst du in dein Projekt rein? So, ne? Oder für deinen Auftraggeber? Wie stellst du das Planerteam zusammen? Ja, ist es ein altbewährtes Planerteam? Ist es ein junges, dynamisches Planerteam? Ja. Welche Referenzen bringen die mit? Welche Projektleiter bringen die mit? Passen die überhaupt zusammen? Ja, kriegst du die überhaupt motiviert? Ja, sind das so alte Grummelbären? Ja, musst du dich da viel mehr anstrengen zum Motivieren? All diese Dinge gehören zum People's Business so. Und da bringen wir euch auch ganz viele Denkanstöße mit, dass ihr da einfach auch gesettelt seid, dass ihr da einfach auch von alleine auch was mitbringen, also mitnehmen könnt und auch einsetzen könnt in den Projekten. Ich hatte damit auch schon zu tun, auch hier mit euch bei Bressan Design. Deswegen, ich sage auch nochmal, People's Business auf jeden Fall merken, ne? Den Begriff. Elementar wichtiges Thema. Definitiv. Ja. Und wird auch immer wichtiger. Und das Krasse ist auch, es wird immer mehr von Kunden abgefragt bei uns. Sie sagen, Brixner, wie gehst denn du mit People's Business um? Nimm das ernst. Und dann sagen wir, ja, machen wir. Ja, und dann fragen die ja, wie ist denn dein Maßnahmenplan so? Und da musst du was aus der Tasche ziehen können. Deswegen will ich das ja auch vermitteln, ja, damit du vorbereitet bist, ja, damit du diese Vorlage auf der Festplatte hast oder in der Aktentasche hast, ja, in deiner virtuellen, wie auch immer. Und dann sagst du, ja, kein Problem, pass auf hier, zack, wir haben hier so eine Vorlage,
paar Stichwörter raushaust. Ne? Ja, all dieses ist wichtig. So, People's Business, Zieleplanung. Ich kürze mal einfach ab, weil es sind so viele Punkte. Terminplanung wollen wir tiefer drauf eingehen. Lernmethoden wollen wir tiefer drauf eingehen. Consulting haben wir schon erwähnt. Ne? Also das Thema, wie erweiterst du dein Spektrum mit Consulting? Skalierung von deinem Team, von dir selber, mit Partnern, mit Kooperationen. Auch das wollen wir angehen, dass du einfach siehst, okay, kann ich größer werden, ja? Wie kann ich größer agieren? Wie kann ich größere Projekte angehen, ja? Technische Aspekte von Apps, von Software, die wir testen, ja, die wir auch vergleichen. Auch sowas wollen wir bringen, wollen wir machen, tun wir schon, ja, aber haben wir noch nicht unbedingt veröffentlicht. Grafik, also auch grafisch denken. Wie stelle ich eine Präsentation auf? Wie ist meine Handschrift? Ja, was ist Typografie? Wie mache ich einen Header? Ja, wie mache ich den Content? Also wie präsentiere ich das, dass auch Dinge einfach gelesen werden? Ich bringe auch Erfahrungen mit aus dem Wettbewerbsbereich, wo wir Pläne gestaltet haben, die du anonym natürlich abgeben musst und die werden dann bewertet. Da war immer die Aussage, die Haltung war immer so, wenn die Jury sagt nie, ich verstehe das nicht. Die sagt immer, der Inhalt war schlecht, der Plan war schlecht, ja? Okay? So, also das ist wichtig und dann bringen wir auch nochmal Themen mit für die Selbstorganisation. Für die Selbstorganisation insofern, dass du auch nochmal ein bisschen was für dich mitnehmen kannst, so, ja? Du siehst ja selber, wir haben ja viel persönlich auch im Austausch. Wir sind auch untereinander unter Kollegen, wo wir sagen, Mensch, sag doch mal, wie habe ich gerade gesprochen, wie habe ich gerade präsentiert, ja, wie habe ich gerade das Projekt vorgestellt, was hast du mitgenommen? Feedback einholen, genau. Und diese Feedback-Themen, die bringen wir auch auf Papier oder die haben wir auch schon auf Papier gebracht, nur wir bereiten sie nochmal so auf, dass auch die Seminarteilnehmer auch was für sich mitnehmen können. Das ist das, was wir unter Over-Deliver, also mehr liefern, als eigentlich erwartet wird bei so einem Seminar. Ne? Das liefern wir auch alles mit, pushen wir alles mit. Das könnt ihr auch downloaden. Ja? Also wir stellen das alles zur Verfügung und wir wollen, dass es auch unsere Community abrufen kann. Und uns ist das wichtig, weil das gehört zum Gesamtpaket dazu. Und als Architekt bin ich einfach da auch gewohnt, immer das Gesamte zu sehen. So, ne? Nicht nur die Spezialisierung oder spezifische zu sehen, sondern das große Ganze zu sehen. So, ne? Und von daher, das als Abschluss, Malte, es liegt viel vor dir, ja. Es liegt viel für dich da zum Lernen. Also auch da oben, da wird es öfters mal rauchen. Ich hoffe aber auch, dass ich dich sehr oft in den Moment bringe, wo da oben auch ein Feuerwerk entsteht. Und das ist ja nachher das Wichtige. Also von daher, ich hoffe, für dich wird es eine spannende Zeit. Ich hoffe, für dich wird es eine coole Zeit, wo du dich entwickeln kannst. Und ich hoffe auch für euch wird es eine spannende Podcast-Reihe, eine spannende Videocast-Reihe, wo ihr sagt, wow, cool, macht Spaß. Jedes Mal, wenn ich reinhöre, also wenn ihr eine Autofahrt habt, eine Stunde oder was zu einem Projekt oder zu einem Arbeitgeber oder sowas, dann zieht euch das doch rein. Folgt uns, followt uns, bewertet uns, hoffentlich positiv, schickt uns Feedback, schreibt uns, wenn ihr Wünsche habt. Ich freue mich über jedes Feedback, weil nur so können wir besser werden, zusammen und auch die Community verbessern. Malte, mach du den Abschluss. Ja, was soll ich sagen, ne? Also vielen Dank, Clemens, schon mal, ne? Muss ich sagen, hier gibt's nochmal eine kleine Spende in die Kasse. Kommen hier wieder die brasilianischen Bestechungen. Nein, also es ist wirklich viel. Das sollte man nicht unterschätzen auch, ne? Natürlich haben viele Lust irgendwie auf einen neuen Job. Ich glaube, man sollte sich vorher wirklich Gedanken machen. Man kann wirklich durch diese Trainings, durch diese kleinen Podcasts, Videocasts, wie auch immer wir das nennen wollen, sind wir auch noch ein bisschen in der Findungsphase, ne? Wollen wir auf jeden Fall auch die Leute stimulieren, ne? Dass sie Lust drauf bekommen. Und es gibt halt diesen kleinen Eindruck am Anfang, den ihr mitnehmen könnt. Ja. Und alles andere, ich glaube, kommt danach. Ne? Also wenn man wirklich merkt, okay, cool, ne? Das ist interessant, kann ich mir gut vorstellen, dann spricht man einfach mit uns und guckt, was wir sonst noch anbieten können, damit wir euch weiterbringen. Genau. Ne? So sehr cool. Genau. Ich hoffe, es ist ein cooles Format für euch und schreibt uns. Und Malte, du hast auch schon wieder so viel eingebracht jetzt in die letzten Tagen, wo wir gearbeitet haben. Vielen Dank da nochmal. Let's rock und wir freuen uns auf eine coole Community und auf coole Ergebnisse. Danke. Cool. In dem Sinne. Ne? Alles Gute. Genau. Wir brauchen auch nochmal irgendwie einen Namen, ne? Für das Ganze. Baugefühl.